103, ja. Ich bin eingerückt nach Klagenfurt. Und von Klagenfurt bin ich auf dem Eismeer raufgekommen. Und war die ganze Zeit am Eismeer oben. Ich kenne ja die ganzen Narvik, das ganze Nordgebiet bis Murmansk, bis in der Nähe von Murmansk. Da war 20, 30 immer minus. Krieg habe ich genug, aber Glück gehabt, ich habe Krieg auch Glück gehabt. Das habe nicht mehr Granaten eingeschlagen, 1 Meter nicht mehr, russische Granaten. Und da habe ich Splitter im Bauch gehabt, sonst nichts. Das ist ja plötzlich Krieg gewesen. Aber es ist gefährlich. Heute. Es ist sehr gefährlich, dass nicht an Krieg anfangen. Hast du dich jemals gefragt, was uns die allerletzten Zeitzeugen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges erzählen können? Ich habe heute die große Ehre, einen 103-jährigen Zeitzeugen zu interviewen. Und dieser 103-jährige Zeitzeuge erzählt uns heute, wie er 103 Jahre jung geworden ist, wie er den Zweiten Weltkrieg erleben hat müssen, wie er dann in Kriegsgefangenschaft gekommen ist, wie er nach Hause gekehrt ist und dann viele Jahre als Kumpel im Bergbau gearbeitet hat und warum Krieg ein Blödsinn ist, haben sie gesagt. Ja. Genau. Ich bin der Daniel Bleunig, bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und genau diese wertvolle Lebensgeschichte wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung sie sein? Wie jung? Ja. Ja, jetzt bin ich 22 geboren. Oder 22. 22er Jahrgang. Ja, 22. Dann seien es 103, ja. 103. Ja. Wie fühlen Sie sich mit 103 Jahren? Wie fühlt sich das an? Ach so, der Verstand lässt noch. Sonst ist alles gut, wenn man gute Betreuerin hat. Ja. Ja. Sie waren ja 1922 geboren. Ja. Daheim war eine Landwirtschaft, wir waren 5 Kinder, aber das war sowieso auch nicht so eine gute Zeit wie heute. Mhm. Da war ja Notzeiten. Ja, das war damals, das war da beim Bundeskanzler noch, der Dollfuß oder wer das war. Das ist ja. Darf ich vielleicht noch wissen, eben, wie das damals war, 1938, da ist ja das gewesen, wie der Hitler gekommen ist. Was hat sich denn dann verändert gehabt plötzlich? Ja, das ja, weil der Hitler hat ja alle in der Nationalsozialismus ist auch mit Schwung reingekommen in die Arbeit. Jeder hat Arbeit gehabt. So. Das war ja früher die Arbeitslosenzeit. Das war ja, die Leute waren nicht begeistert. Verstehst du? Begeistert. Aber ich glaube, das ist ja wichtig zum Festhalten. Es war ja Hungersnot, Notzeiten und dann kommt einer, der hat die Arbeitslosigkeit wieder weggemacht. Arbeitslos, ja, freilich, das war die Zeit, die schlechte Zeit. Das. Und dann haben sie einrücken müssen in den Krieg. Ja. Ich bin eingerückt nach Klagenfurt. Und von Klagenfurt bin ich auf dem Eismeer raufgekommen. Und war die ganze Zeit am Eismeer oben. Da waren sie in Narvik oben oder Murmansk und... Narvik bin ich schon gewesen, aber nicht in Einsatz. Ich bin in Narvik nur durchgefahren. In Narvik, ja, ich kenne schon Narvik nach Kirkenes ist ganz oben. Mhm. Und wie hat das damals ausgeschaut? Was haben sie da alles machen müssen da oben? Ja, oben, die Leute waren ja... oben hat uns ja nichts gefallen. Wir waren ja in Einsatz gegen die Russen. Waren Sie da bei der Gebirgsdivision? Gebirgsjäger, 143. 143 Gebirgsjägerregiment. 143. Ja, wir haben alles, das sind ja alles Österreicher gewesen, Tiroler, meistens Tiroler. Tiroler, ja. Sie haben ja damals keine Wahl gehabt, Sie haben ja müssen in den Krieg ziehen. Ja, das war ein Muss.
Ich war mit 20 Jahren oder 19 Jahren einrücken, das war schon eine Pflicht. Wir sind also gern eingerückt. Das Interessante war, der Hitler hat alle damisch war. Und wie hat so ein Einsatz ausgeschaut da oben? Was haben Sie da machen müssen? Auf Spähtrupp gehen oder was? Ja, später am Meer, an der Küste entlang, später gehen. Und viel Posten stehen vermutlich. Bitte? Und viel Posten stehen. Ja, vor allem, ja, was das? Wir haben ja viele Russen gesehen, die Russen sind von den Russen geflüchtet. Ich weiß nicht warum. Und die haben das so gesagt, das soll man nicht sagen. Und die haben so getan, wie sie uns gesehen haben. Und wir sind still gewesen und war nichts gemeldet, das was sie gesehen haben. Weil die Russen haben von den Russen mehr Angst gehabt als von den Deutschen. Die Russen haben ja selber nichts gehabt. Die haben da leider diesen Eintopf gehabt und solche Sachen. Und wie kalt war es da oben, so an der Eismeerfront? Wie kalt? Da war 20, 30 immer, minus. Und Sie haben gesagt, ganz viel Glück haben Sie gehabt. Ja, ich habe Glück gehabt. Ich war kein Draufgänger. Und wir haben das Glück gehabt, dass der Zugführer, was bei uns war, der Chef, auch kein Draufgänger war. Verstehst? Wir haben die Russen gesehen und wir sind mit den Russen zusammengekommen, aber still gewesen, nichts gesagt. Wir waren mit dem Feind zusammen. Wir haben nichts gemeldet. Weil die so gesagt, bitte. Das heißt, für Sie und für die Russen war wichtig, dass sie überleben. Ja, das war wichtig, überleben. Krieg habe ich genug, aber Glück gehabt, ich habe im Krieg auch Glück gehabt. Das habe nicht mehr Granaten eingeschlagen, 1 Meter nicht mehr, russische Granaten. Und da habe ich einen Splitter im Bauch gehabt, sonst nichts. Ja. Da haben Sie einen Splitter gekriegt. Ja, und der Kompaniechef hat gesagt, sie haben Glück gehabt. Das Glück für das gekriegt, da habe ich dann auch irgendwie eine Auszeichnung oder was gekriegt. Für das Glück. Für die Granaten einschlagte. Also immer sehr viel Glück gehabt. Ja, nur Glück. Mehr Glück als wir, ja, viel Glück. Ich war immer, ich weiß nicht, ich verstehe nicht, ich war bei den Angriffen dabei, aber und immer so schön durchgekommen. Glück gehabt. Die Mutter hat gesagt, auf den Herrgott nicht vergessen, da wird da nie schlecht gehen. Und da waren Sie, wie lange haben Sie gesagt, wie lange waren Sie da oben insgesamt? Bitte? Wie lange waren Sie da oben im Norden? 4 Jahre. 4 Jahre. Ich kenne ja die ganzen Narvik, das ganze Nordgebiet bis Murmansk, bis in der Nähe von Murmansk. Da haben Sie ja ein Messer, haben Sie da mitgenommen. Ja, das ist Finnenmesser. Das sagt da jeder Mensch. Wollen Sie es kurz in die Kamera halten, das Messer? Ach so, Ja. so ein Messer. Ja, das haben wir gekauft. Das haben die Finnen, jeder Finne oder Norweger hat da jeder getragen. Die haben da was so große gehabt. So große. Die haben verkauft. Das sage ich. Und dann wann sind Sie dann zurückgekommen? Im 44er Jahr, 45er Jahr? Ja. Ja, da bin ich, wie war denn das? Ah ja, die Engländer haben ja Norwegen besetzt gehabt nachher. Nachher sind sie gekommen. Und das hat mir natürlich mit dem Schiff sind wir runtergefahren nach Westermünde, nach Deutschland. Mit Schiff, mit den Engländern. Aber bei den Engländern war ja keine Frage. Im Gegenteil, wir waren froh. Wir haben gesagt, warum haben wir gegen diese Leute Krieg geführt? Gegen die Engländer.
So haben wir gesagt. Von den Russen sind wir ja weg. Und das sind da die Engländer gekommen. Und wie lange warst du dann bei den Engländern in Gefangenschaft? Ja, nicht gar so lange. Die haben ja geschaut, dass sie losgeworden sind von uns. Wir waren in Deutschland waren wir bei den Engländern, aber nicht lang. Ein paar Monate vielleicht. In Deutschland. In Westermünde. Da waren wir eigentlich bei den Engländern, aber bei den Engländern hat mir das nichts gefallen. Da sind wir froh gewesen. Die waren sehr gut, die Engländer. Aber denkst du. Wir haben gesagt, warum haben wir Krieg geführt gegen die? Und dann sind sie zurückgekommen und wie ist dann weitergegangen in ihrem Leben? Wie ist zurückgekommen sein? Ich war daheim, ich bin vom Völkermarkt daheim, bei Völkermarkt. Und da haben wir Landwirtschaft gehabt. Da war nichts gesperrt, was. War alles. Ich hätte so die Heim übernehmen. Wir waren 5 Geschwister und da hat die Mutter gesagt, der wird übernehmen. Und ich bin gegangen, dass ich noch einen Bergbau bekomme. Und bleib bergoben natürlich 500 Meter tief gearbeitet. 500 Meter unter der Erde? Ja. Da habe ich kein gutes Ding, alle haben gesehen. Sie haben mir dann ja gesagt, dass Kumpel ist eine Lebenseinstellung. Ja. Ja, das waren die Geldtaler, die meistens von den Bauern, die Szene gewesen, von den Bauern, die was in den Bergwerk gearbeitet haben. Wollen Sie das vielleicht noch erzählen, wie Sie Ihre Frau kennengelernt haben? Ach so, ja, bitte, also. Das kann ich nicht. Ja. Meine Frau ist ja auch von einer kleinen Bauernstochter gewesen. Ja, und eine Nachbarin. Ja, und aber eine Gelegenheit sind wir immer zusammengekommen. So Klammerz, ich weiß nicht, wie. Und eine sehr gute Frau gehabt. Sehr. Tausendmal Dank. Ja. Ich war glücklich, gut, sehr gut. Ja, mir ist sehr gut gegangen. Sehr gut. Und auch bei den Leuten war die Frau sehr gut aufgenommen. Ich war im Bleiberg, im Bergbau tätig. War alles in Ordnung. Ja, wir sind jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Das ist ja Seltenheit gewesen. Das gibt es ja heute nicht mehr. Ja, das ist wichtig. Nummer 1 war das. Die Frau hat ja alles was ist. Alles, ich war ja in der Arbeit, die Frau war zu Hause. Also alles gemacht. Die Frau war ja Nummer 1 immer. heutzutage fängt ja wieder Krieg an, Ja. überall. Ja. Wie sehen Sie das, wenn Sie da merken, dass mit dem Krieg wird wieder mehr? Ja, Krieg, das ist ja plötzlich Krieg werden. Kann man nicht für Krieg sein, oder? Heute ist ja ganz anders. Aber es ist gefährlich. Heute. Es ist sehr gefährlich, dass nicht an Krieg anfangen. Was? Spüren Sie das nicht? Oh ja. Was? Deswegen probiere ich ja so viele Menschen wie Sie zu interviewen, weil Sie von erster Hand erzählen können, wie es damals war. Ja. Ja, mir kommt vor, es ist sehr gefährlich, dass nicht was anfängt wieder. Und was können wir tun, dass das nicht passiert? Ja, aber was wir tun? Ja, wir sind ja neutral, wir müssen mal schauen, dass wir einen guten Bundeskanzler haben, eine Regierung natürlich. Das muss man schauen. Sie haben ja einmal gesagt, nicht ärgern ist wichtig. Spott. Das war mein Ding immer. Draußen auch, in Russland.
Darf ich noch 2 Fragen zum Ja, Abschluss ja, stellen? ja. Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten, würden Sie irgendwas anders machen heute? Ja, aus meinem Verstand eigentlich nicht. Wir sind ja zufrieden. Kann man sich ja nicht vorstellen, was früher war alles muss. Du hast ja müssen, dass heute ist das ja nicht. Na, zurück dran, da die nicht. Heute ist ja eine gute Zeit. Ja. Jeder sagt das, jeden darf das nicht sagen. Einige schimpfen, freilich, alles ist nicht richtig, aber das wird nie sein. Und was ist wichtig im Leben? Sind wir sehr zufrieden. Dankbar sein, dankbar. Und auf den Herrgott darfst du nicht vergessen. Das ist wichtig. Das ist das Wichtigste. Auf den Herrgott nicht vergessen. Nur wenn es nie schlecht geht. Mir ist ja nie schlecht gegangen. Nie. Der Glaube war immer wichtig für Sie. Ja. Glaube ist wichtig. Wir sind katholisch und das bleiben wir. Da sind wir stolz. Ja.